Ihr seid stark, Selbstvertrauen, seid ihr bereit, zusammenspielen, gute Chemie, das wird euch alle individuell weiterbringen. Ist das klar? Ausgeben, komm! Jede Mannschaft hat das gleiche Ziel. Jeder versucht, in die nächste Runde zu kommen. Es gibt nicht viele andere Ziele. Ich war auf jeden Fall angespannter als normal. Man weiß ja auch, was für eine Aufmerksamkeit auf diesen Wettbewerb drauf ist und was das für die Zukunft bedeuten kann, so ein Wettbewerb. Schon seit Jahren fiebern wir schon darauf hin und das ist schon ein Traum, schon von vielen Youth League zu spielen. Wenn du ihn besser machst, alles spielt dir gut. Ist das klar? Das ist unser Weg. Wir waren in unserem Tunnel, in unserem Element und hatten nur Bock zu spielen einfach. Ich bin Francesco, ich bin 17 Jahre alt, ich bin der Kapitän von der U19 bei Bayern 04 Leverkusen. Es macht viel Spaß zu reisen, auch mit den Jungs, mit der Mannschaft. Wir sind schon, also in den letzten 3 Jahren, wir sind schon durch viel durchgegangen, auch wegen der letzten Saison. Und ja, wir wollen einfach weitermachen, uns weiter verbessern. Ich bin Sergio Runge und ich bin der Trainer von der U19. Ich finde es sehr interessant, weil du international spielst. Der Vergleich ist schon mit Spielern und Mannschaften, die ein höheres Niveau spielen. Und ist einfach interessant für den Spieler, weil er weiß, okay, da muss ich zeigen, dass ich besser bin, auch im internationalen Niveau. Es gibt schon viele kleine Signale, die man spürt unter der Woche und auch am Spieltag natürlich. Selbst andere Klamotten, die Bälle sind anders, viele Sponsoren, Thema TV und die ganze Vorbereitung. Ja, man merkt das einfach, das ist ein anderes Wettbewerb und finde ich das gut auch, weil unsere Jungs sind fast in seinem letzten Schritt, bevor sie Profi sind und das gehört auch zum Profifußball. Deswegen ist es sehr interessant, dass sie schon diese Erfahrungen jetzt erleben. Und wie gesagt, diese kleinen Unterschiede, die du merkst, das ist ein anderes Wettbewerb. Am Anfang dachte ich, ich weiß nicht, ob das positiv ist, weil jetzt werden sie andere Spiele unterschätzen und so weiter. Aber im Gegenteil, jetzt kann ich sagen, es ist total wertvoll, weil die Jungs müssen auch mit das umgehen können. Ja. Ja, Jutta Wellmann ist mein Name. Ich bin hier in dem Bereich Pädagogik angestellt und zwar mit der Funktion als Schulkoordinatorin. Wir sind ja an dem Mittwoch losgefahren, Mittwochmittag, wohl wissend, dass eine Reihe, insgesamt 7 Spieler, am Freitag, also nach dem Youth League-Spiel, am nächsten Tag sofort morgens ihre Leistungskursklausuren schreiben mussten. Und dann war die Idee, wir haben ein bisschen Zeitfenster, was können wir machen, um vielleicht diese kleinen Zeitfenster zu nutzen? Und dann haben wir schon auf der Busfahrt, mit einigen Spielern quasi so eine 1-1-Situation gemacht. Thema Shakespeare im Bus nach Rotterdam. Das war okay. Wir wissen, am Freitag müssen wir in der Schule performen. Also müssen wir uns da jetzt auch darauf vorbereiten, Schultrainingseinheit, wenn ich so sagen will. Und das haben sie alle gemacht. Sie haben sich hingesetzt und haben nochmal ihre Klausurvorbereitung durchgelesen. Und wir haben so ein bisschen versucht, das zu organisieren, zu unterstützen, zu begleiten. Ich mag diese Mischung zwischen ein familiäres Club zu sein, aber gleichzeitig mit einer offenen Mentalität und auch große Ziele. Diese großen Ambitionen, die pushen uns alle Mitarbeiter, auch Spieler und das finde ich gut und ja, ich identifiziere mich sehr viel mit den Werten und ich glaube unsere Truppe, unsere Jungs auch und deswegen ja, ist eine gute Kombination. Das willst du morgen tanzen? Das willst du morgen da tanzen? Ich hab's gesehen. Ey, üb dein Torjubel einfach am Tanzen. Guck mal, lass den Spaß an. Wie? Nein, aber er tanzt. Spaß haben, lass den Spaß. Lass doch mal.
sind alle zufrieden, sind alle froh, dass sie hier sein können und dass sie so eine Möglichkeit haben. Und ja, wir freuen uns einfach morgen auf das Spiel und wollen einfach Gas geben, unser Ding machen. Wir hoffen, dass wir das umsetzen können, was wir im Training geübt haben und gespielt haben. Und dass wir unser Ding machen und ein gutes Spiel noch liefern. Also vor allem, weil wir am Freitag LK-Klausur schreiben. Das ist tatsächlich eine wichtige Klausur, die auch sollte eigentlich gut geschrieben werden. Und jetzt haben wir noch Zeit hier zu lernen, auch mit Betreuung. Und das ist schon also eine einmalige Chance, dann auch Freitag eine gute Klausur zu schreiben. Das war kein Murren, das war kein wie nach dem Abendessen, 20 Uhr. Nein, ja, für sie ist das kein Entweder-Oder, sondern sie sehen beide Laufbahnen, Schule und Fußball, als ganz wichtiges Lebensziel. Und das ist auch nicht, früher sagte man so gerne, ja, Schule und so, das ist dann Plan B. Nee, ja, beide Pläne sind gleichwertig. Und das versuchen wir auch immer den Spielern sehr deutlich zu machen. Ja? Du kannst nicht sagen, hey, ich werde Profispieler und dann wird alles, dann läuft ja alles automatisch, ne? Sondern wir versuchen ihnen klarzumachen, ne, das Leben hat auch ein weiteres Leben nach dem Fußball und wer weiß, was im Fußball alles auch passieren kann. Also Schullaufbahn ist genauso wichtig wie deine sportliche Karriere. Im Endeffekt ist es alles schön und eine Ehre, was wir durchleben dürfen, aber so am Ende haben wir noch nichts erreicht und deswegen wollen wir eigentlich, glaube ich, alle noch einen sicheren Schulabschluss schaffen. Ich sag mal, ne, wenn du dann aus dem Raum rausgehst und in dem Moment ziehen die natürlich auch ein bisschen ihre Maske der Schüler, der Spieler aus und dann sind sie ganz normale Jungs. Und um Gottes Willen, genau das muss auch sein. Ja? Das sind Jugendliche, das sind Teenager, die müssen auch mal Spaß haben, die müssen auch mal untereinander ein bisschen miteinander Jokes machen. Ja, das ist falscher Deutsch, Katzen, ne? Nein, das darf nicht. Das darf nicht. Nein, alles bestimmt. Bitte nicht, bitte. Du bist die Katze. Don't be ashamed, bro. Ich glaube, wir sind eine Mannschaft, eine talentierte Mannschaft mit talentierten Jungs in alle Positionen, sehr jung. Und wenn du vergleichst natürlich, weil wir einfach eine junge Mannschaft sind, aber wir haben schon viel Qualität immer auf dem Platz mit Spielern, die technisch gut sind. Jedes Mal, wenn wir in ein großes Szenario spielen, jedes Mal überrascht uns. Jedes Mal mit einer guten Leistung. Heute wird noch einmal so sein. Sie haben ein bisschen mehr Erfahrung. Deswegen glaube ich, dass während des Spiels werden wir jedes Mal besser sein. Ihr seid stark, Selbstvertrauen, seid ihr bereit, zusammenspielen, gute Chemie, das wird euch alle individuell weiterbringen. Ist das klar? Gas geben, komm! Viele waren auch aufgeregt und auf Spannung. Wir waren in unserem Tunnel, in unserem Element. Und hatten nur Bock zu spielen einfach. Wenn wir schon in der gegnerischen Hälfte sind, sind wir schon eine gefährliche Mannschaft, die hat verschiedene Mittel, um Tore zu machen.
Und in die Defensivphase, ich glaube, sind wir sehr fleißig. Die 11 Spieler wollen verteidigen und die 11 Spieler wollen verteidigen nach vorne, aber auch nach hinten zurück. Und das ist wichtig, weil vor allem, wie gesagt, weil wir auch ein junges Team sind, dass wir uns immer unterstützen und versuchen wir, so wenig Zeit wie möglich in Unterzahl oder Gleichzahl verteidigen. Dass wir Überzahl überall erreichen, muss man auch gegen diese guten Mannschaften viel arbeiten. Und die Jungs machen das durch 90 Minuten, egal wer spielt. Und finde ich auch, dass auch eine Stärke ist von uns. Ich bin der Ben, ich bin 16 Jahre alt, spiele in der U17 von Bayer Leverkusen und spiele in der Verteidigung. Ich muss sagen, als Verteidiger kommt man ja nicht so oft vor das Tor, da war dann schon ein bisschen eine ungewohnte Situation. Aber ich glaube, in der Situation war es dann einfach richtig, auch mal nach vorne zu gehen und dann auch mal in so eine ungewohnte Position zu kommen. Und dann gibt man halt sein Bestes, um das Tor zu schießen. Ja, Ben auch ein Vorbild, ich glaube, für alle, weil er auch einfach fokussiert spielt, versteht das Spiel, er kennt sich sehr gut, wo seine Stärken sind. Und ich glaube, wir haben uns alle gefreut, dass er das erste Tor in diesem Wettbewerb gemacht hat für uns. Weiter geht's. Ja, gut. Jetzt kommt Mailand zu Hause. Ist auch ein sehr schwerer Gegner. Ist nochmal ein anderer Gegner, nochmal eine andere Klasse und andere Stärken, die haben. Und da schauen wir auch erstmal, dass wir defensiv gut stehen. Und wenn mir nochmal ein Tor gelingt, dann bin ich glücklich darüber. Also ich bin hier aufgewachsen, natürlich sehr eng auch mit dem Verein, weil meine ganze Familie Fan ist. Ich bin auch schon, seitdem ich denken kann, Leverkusen-Fan, seitdem ich mich für Fußball interessiere, ist Leverkusen mein Lieblingsverein. Und ja, ist natürlich was ganz Besonderes, dann auch noch für diesen Verein zu spielen. Wir wohnen direkt an einem Sportplatz, da musste mein Vater mir versprechen, dass wir mich direkt beim Verein anmelden, wenn wir dann da hinziehen. Dann habe ich halt die ersten Jahre bei meinem Jugendverein, einem Dorfverein in Leverkusen gespielt und dann, so genau weiß ich gar nicht, wie es dann entstanden ist, das ist eigentlich alles durch meine Eltern passiert, wurden die von Scouts angesprochen und dann ist halt so der Kontakt mit Leverkusen passiert. Sergi ist, ich habe jetzt letzte Saison vor allen Dingen mit dem sehr viel zusammengearbeitet, die ganze Saison. Aber ist schon ein sehr eigener Charakter, aber auch was sehr Besonderes. Und ich glaube, der hat sehr viele gute Eigenschaften, die auch zu der Mannschaft passen und die der auch dann jungen Leuten vermitteln kann. Eigentlich waren wir nicht so ein großes Unterschied im Vergleich mit Ligaspiel oder Pokalspiel. Es gibt nicht so ein großes Unterschied. Wir analysieren den Gegner natürlich, analysieren wir immer unsere Mannschaft, unsere Trainingseinheiten und wir präsentieren immer natürlich einen Matchplan, aber das machen wir auch in die anderen Wettbewerbe, wo wir über die 4 großen Spielphasen ein bisschen sprechen und wir individualisieren den Prozess. Und was wir auf der Mannschaft präsentieren, ist kurz, aber danach machen wir immer einzelne Gespräche, 10 Minuten ungefähr. Und in diese 10 Minuten ist dort, wo wir versuchen, jeden Spieler individuell vorzubereiten für das nächste Spiel. Und dort bekommt er manchmal Fehler, die er gemacht hat in anderen Spielen, Szenen von Trainingeinheiten, Szenen von den Gegnern. Aber wir versuchen schon ein bisschen da individuell das zu machen. Und ich sage immer, ne, damit du die richtigen Worte für jeden Spieler findest, musst du davor viel analysieren. In
Rotterdam haben wir es ja gezeigt, wie das funktioniert und haben uns auch selber bewiesen, dass wir in diesem Wettbewerb auch was bewirken können und auch weit kommen können. Und deswegen war auf jeden Fall vielleicht ein gesunder Respekt da, den Gegner gut einzuschätzen, aber jetzt auch nicht irgendwie Angst vor dem Gegner, dass wir uns da verstecken. Besprechung. Ich glaube, so ein Spiel braucht man nicht viel Motivation. Ja, jeder ist natürlich mega motiviert, das ist ganz klar. Aufstellung von den Gegnern. Sie spielen so, okay. Gestern war offensives Aufbauspiel, aber jetzt diese Umschaltmomente. Kerim und Francis können sehr gut die Kontern führen. Weil sie ist auch eine Stärke von uns. Artem macht den Ball fest, bam, direkt Francis, Monty und da ist schon Torchance. Mit einem Pass, klares Torchance. Er hat schon die Erfahrung, es war mega schwierig. Heute können wir nicht weniger als im Feyenoord, okay? Nicht wenig. Mindestens so gleich. Mindestens gleich. Ist das klar? Ja? Können wir. Like it's game time. Locked in when it's game time. Yeah, I'm ballin' like it's game time. Locked in when it's game time. Alles, was an uns liegt, machen wir. Okay? Ein gutes Spiel machen, das liegt an uns. Okay? Wir fokussieren uns dort. Wenn das Spiel nicht gut läuft, wenn der Gegner in Führung ist, weiter glauben, haben wir in Dortmund gezeigt, wie dreht man ein Spiel. Auch gegen Kaiserslautern. Okay? Ist das klar? Traut euch, unser Fußball zu spielen. Okay? Ihr investiert viel, um solche Spiele zu machen. Mit Familie, mit Freunden, mit Stress in die Schule. Heute habt ihr eine Option, euch zu zeigen. Und unser Weg, um uns zu zeigen, wie ist, als Mannschaft immer. Okay? Wenn du ihn besser machst, alles spielt dir gut. Ist das klar? Das ist unser Weg. Weiter, wir vertrauen auf euch. Okay? Komm! So ein Tor gibt natürlich einem sehr viel Selbstvertrauen und auch sehr viel Sicherheit. Und dann bist du ein bisschen beflügelt. Und ich glaube schon, dass das den Spielverlauf beeinflusst. Ich bin immer optimistisch. Also, ich habe immer geglaubt, wir können gewinnen. Warum sollen wir nicht gewinnen? Und mit 2-0 in Führung in der Halbzeit, also ganz ehrlich, dann musst du gewinnen. Egal, ob du gegen Mailand, Real Madrid oder Bayern München spielst. 2-0 und mit einer talentierten Truppe wie unsere Jungs musst du gewinnen. Ich dachte schon, das ist letzte oder vorletzte Aktion. Wenn du jetzt Tor machst, ist fertig. Und ja, natürlich die Freude war sehr groß. Ich glaube nicht, dass jeder damit gerechnet hat, dass wir mit 6 Punkten aus den ersten beiden Spielen rausgehen. Und deswegen schon eine Riesenfreude darüber. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, sieht es relativ gut aus für uns. Und ja, das Ziel ist jetzt einfach, da weiterzumachen, weiter die Punkte zu sammeln und sich dann halt für die nächste Runde zu qualifizieren. Das nächste Spiel ist einfach in diesem Wettbewerb Brest in Frankreich und ja, mit dem gleichen Ziel. 3 Punkte gegen AC Mailand, fantastisches Gefühl. Viele haben es sich gedacht, aber wir haben immer daran geglaubt, dass wir die 6 Punkte haben und jetzt wir machen weiter, wir gewinnen weiter.